Deutschland kann am Anfang für viele einen kleinen Kulturschock auslösen, da hier viele Dinge einfach anders sind und anders laufen als in deiner Heimat. In diesem Video möchte ich dich ein wenig an die deutsche Kultur und Denkweise heranführen und dir den Hintergrund erklären, weshalb bestimmte Dinge so laufen, wie sie eben hier laufen. Also, los geht's! Fangen wir mit der ersten Sache an, die für viele ein kleiner Kulturschock sein kann. Die Tatsache, dass wir Arbeit und Privatleben ziemlich streng voneinander trennen. Arbeit ist Arbeit und nach 8 Stunden beginnt unser Privatleben, also unsere Freizeit. Und da möchten wir eine ganz klare Grenze ziehen. Das heißt, in Deutschland ist es nicht unbedingt üblich, mit den Arbeitskollegen nach der Arbeit noch um die Häuser zu ziehen, etwas zu essen oder noch etwas trinken zu gehen. Das macht es natürlich etwas schwer, Freundschaften zu knüpfen. Schließlich verbringt man ja die meiste Zeit am Tag am Arbeitsplatz. Wo soll man sonst noch Menschen kennenlernen? Und da gebe ich dir vollkommen recht. Aber in sehr vielen Fällen wird es nicht unbedingt klappen. Nach der Arbeit wollen die meisten Deutschen nämlich einfach nach Hause oder ins Fitnessstudio oder sich mit ihren Freunden treffen. Oder bei ihrer Familie sein. Denn so können sie besser abschalten. Wenn Sie sich auch noch nach der Arbeit mit den Kollegen treffen und die Gesprächsthemen immer noch um die Arbeit kreisen, ist das für viele einfach unangenehm und überlastet vielleicht auch ein wenig. Daher trennen wir Arbeit und Privatleben voneinander. Der nächste Kulturschock betrifft das Essen. Für viele, die nach Deutschland kommen, ist die Essenskultur hier ein Graus. Es sei denn, man mag gut bürgerliche, deftige und ein bisschen schwere Küche. Da scheiden sich ja oft die Geister. Geschmack ist ja bekanntlich subjektiv. Wo sich aber die meisten einig sind, ist das sogenannte Abendbrot in Deutschland. Während man in vielen Ländern mit einem warmen, gekochten Abendessen den Tag beendet oder ausklingen lässt, gibt es in Deutschland in vielen Haushalten Brot, Wurst und Käse zu Abend. Auch hier gibt es eine Erklärung. Für die Deutschen ist die Essenskultur oft nicht ganz so essentiell wie in anderen Kulturen. Wir essen im Prinzip auch gerne Speisen und Spezialitäten aus anderen Ländern und sind nicht so sehr auf unsere Küche fixiert. Und wenn es ums Kochen geht, haben die meisten nach der Arbeit einfach keine Lust dazu. Daher greifen sie zur einfachsten Methode, nämlich dazu, sich ein Brot, also eine Stulle, zu schmieren. Außerdem können viele Deutsche am Abend auch nicht so viel essen, weil späte Mahlzeiten einfach schwer im Magen liegen. Du wirst daher selten Deutsche sehen, die zum Beispiel um 22 Uhr essen gehen. Und vermutlich ist das auch ein wenig gesünder, denn mit vollem Magen schläft man ja bekanntlich nicht gut. Kommen wir zum dritten Punkt, der in Deutschland irgendwie anders ist als in anderen Ländern. Und das ist unsere deutsche Gesetzestreue. Was will ich damit sagen? Wenn etwas eine Regel ist, dann ist es eine Regel. Man hält sich daran. Selbstverständlich gibt es auch wie überall Ausnahmen. Also alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber Deutsche halten sich einfach an Regeln und Gesetze und hinterfragen sie oftmals auch nicht. Man wurde geblitzt und muss eine Strafe bezahlen. Ja, man ärgert sich, aber man zahlt trotzdem, ohne sich zu beschweren. Die Ampel ist rot, dann wartet man. Man wartet, bis grün ist. Ist doch klar. Rotgänger, Totgänger. Wir haben Zug einen Platz reserviert. Das bedeutet, wir wollen auch genau diesen Platz haben und darauf sitzen und nicht mit einem anderen tauschen. Und ich möchte hier noch einmal kurz erwähnen, dass man grundsätzlich nicht alle Menschen einer Kultur über einen Kamm scheren sollte. Jeder kann das individuell sehen. Ich möchte hier lediglich die Tendenzen aufzeigen, so dass du vorbereitet bist und dich nicht wunderst, wenn du mal in so eine spezielle Situation kommen solltest. Also merken, bei Rot an der Ampel wird gehalten und Sitzplatzreservierung ist Sitzplatzreservierung. Und der letzte Kulturschock ist unsere mager ausgeprägte Spontanität und da bin ich leider auch schuldig. Wenn man sich mit einem Deutschen verabreden möchte, dann müssen die Terminkalender gezückt werden und es werden Termine vereinbart und manchmal liegen diese besagten Termine auch gerne mal 3 bis 4 Wochen in der Zukunft, wenn du Glück hast.
Manchmal ist es einfacher, einen Termin beim Arzt zu bekommen, als ein Treffen mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Spontanbesuche sind übrigens auch nicht so unser Ding. Also unangekündigt am Wochenende vor der Tür zu stehen, kommt bei vielen oft nicht gut an. Auch wenn man es überhaupt nicht böse meint und einfach einen guten Freund oder eine gute Freundin besuchen möchte, weil man ihn oder sie vielleicht einfach vermisst hat, kann das je nachdem nicht besonders positiv aufgefasst werden. Also vor dem Besuch besser einmal ein paar Stündchen vorher anrufen und sich ankündigen. Warum die Deutschen solche spontanen Überfälle nicht mögen, kann ich auch nur bedingt erklären. Ich kann es eigentlich nur aus meiner Perspektive erläutern. Wenn ich nämlich zu Hause bin, laufe ich in Jogginghose und einem Dutt herum. Oft mache ich die Wohnung sauber oder koche und es kann manchmal ein kleines Chaos entstehen. Da ist es mir dann einfach unangenehm, in dem Zustand Besuch zu empfangen. Ich fühle mich dann so, als ob ich kein guter Gastgeber wäre. Es ist chaotisch, unordentlich, ich bin unorganisiert und so weiter. Wenn es meine beste Freundin ist, sieht das natürlich etwas anders aus. Da macht es mir nichts aus. Sie hat mich ja schließlich schon in schlimmeren Verfassungen gesehen. Nein, aber Spaß beiseite. Hier kommt es aus meiner Sicht einfach darauf an, wie eng man mit jemandem befreundet ist. Bei guten Freunden oder sehr guten Freunden macht man dann halt eine Ausnahme. Was denkst du denn dazu? Findest du Spontanbesuche in Ordnung oder wirst du vorher auch lieber angerufen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe sehr, dass ich dich vor ein paar Kulturschocks in der Zukunft bewahren konnte. Aber mich würde auch interessieren, welchen Kulturschock du hier in Deutschland erlebt hast. Also schreib es unbedingt in die Kommentare und lass uns darüber austauschen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.